You may not consider this important, but I think it's interesting if you're not all aware of it. Ihr mögt vielleicht das nicht wichtig nennen, aber vielleicht ist es interessant für euch. On the winter solstice. Im Winter. Ich weiß nicht, was Solstice ist. On the 21st of December. Am 21. Dezember. There's going to be what is called the Christmas star. Da wird, wie man es nennt, ein Weihnachtsstern geben. Und das ist ein Zusammenkommen von Jupiter und Saturn. This has happened, I think, for 800 years. Und ich glaube, das ist das erste Mal, wo es passieren wird seit 800 Jahren. No, for 400 years. Nein, vor 400 Jahren ist das letzte Mal passiert. The last time and the first time you'll see it in your lifetime. Und das ist das erste Mal in deinem Leben und das letzte Mal in deinem Leben, wo du das sehen würdest. So, if you're interested, and I think we all would be, do some research on it so you don't miss it. Und wenn ihr euch interessiert, dann tut das nachschauen, damit ihr es nicht verpasst. A once in a lifetime conjunction between Jupiter and Saturn, and you should be able to see it with the naked eye. Das ist ein Zusammenkommen von Jupiter und Saturn und du solltest es sehen mit deinem blanken Auge. And I thank Brother David for sharing that with us. Und ich danke Bruder David, dass er das mit uns geteilt hat. I thought it was 800 years. Someone said 800. But, ich dachte, es waren 800, aber weil das jemand gesagt hat, aber in dem Fall nicht. Anyway, it's wie auch immer. The first and the last time. Es ist das erste und das letzte Mal. Wanted to get that out of the way. Ich wollte das jetzt auch noch so erwähnen. So I have a question. Ich habe nun eine Frage. Do you have it? Habt ihr die Fragen? I've got it. So, the question is the following. Also die Frage ist die folgende. I have always thought that girls mature earlier than boys. Ich dachte schon immer, dass Mädchen früher reif werden als Jungs. And if this theory is true, und wenn diese Theorie wahr ist it wise for a boy to get married from the age of 22? Ist es dann weise für einen Jungen zu heiraten mit dem Alter von 22 Jahren? Isn't there a mismatch in their maturity? Gibt es denn da nicht Probleme mit der Reife? So I do like to be technically correct. So have checked. It was 800 years. The last time it was seen, you could see it. Also es war 800, ich wollte jetzt technisch korrekt sein, das war 800 Jahre her, wo man diese Sachen gesehen hat. Und 400 Jahre zuvor ist es zwar passiert, aber es war nicht, man konnte es nicht sehen. Okay, so back to our question. Also zurück zu unserer Frage. Is it true that girls' brains mature or develop earlier than boys? Ist es wahr, dass das Gehirn der Mädchen oder der Jungs, also der Mädchen oder der Frauen früher entwickelt als das der Jungen? If that's the case, is it wise for someone to marry at the age of 22? Und wenn es so ist, ist es dann weise, mit dem Alter von 22 Jahren zu heiraten? For a boy. Für einen Junge. Because the idea is that they won't mature, they won't be fully matured at such a young age.
Und die Idee ist halt, dass man in diesem jungen Alter nicht so reif ist. So I want to talk in a very basic fashion a little bit about brain science. Ich möchte in einer sehr grundlegenden Art und Weise über Gehirnwissenschaft sprechen. Now, I think it's accurate to say the following. Ich denke, es ist akkurat, das Folgende zu sagen, that the brain is plastic. Dass das Gehirn Plastik ist. And that term plastic is one that scientists use. It's not one that I've made up. Und das Wort Plastik ist eines, das Wissenschaftler benutzen. Das habe ich nicht einfach so herausgefunden. And this plastic brain Und dieses plastische Gehirn means that it's moldable. You can change it. Bedeutet, dass man das verändern kann. Now there are a number of things that can mold or shape the brain. Und da gibt es verschiedene Sachen, wie man das Gehirn verändern kann und wie das geformt werden kann. Ich werde jetzt zwei einfache Sachen sagen. External stimuli. Externe, das heißt, or we might call it external influences. Oder wir mögen es nennen externe Einflussgebiete sozusagen. The things that come at you, die or the things that you do in life, affect your brain. Die du in deinem Leben tust oder die an dich herankommen, beeinflussen dein Gehirn. And these environmental phenomena are able to change brain structure. Und diese umgebenden Phänomene können deine Struktur des Gehirnes verändern. There's another mechanism of changing the brain. Da gibt es noch einen anderen Mechanismus, wie man das Gehirn verändern kann. And it's hormones. Und das sind Hormone. Hormones are able to change the brain. Hormone können das Gehirn verändern. And if I were to say the male hormone and the female hormone, und wenn ich jetzt sagen würde, dass die Hormone des Mannes und die Hormone der Frau, which I think many of you would be familiar with that concept. Und ich denke, viele von euch oder die meisten von euch sind mit diesem Konzept vertraut. We're thinking about testosterone and estrogen. Wir denken über Testosteron. Ich weiß nicht, wie man das sagt. It's a tongue twister. Minute amounts of these hormones are able to mold or shape the brain. Diese Hormone, denen ist es möglich, das Gehirn zu verändern. So there are many things about the human brain that we are still learning about. Da gibt es sehr viele Sachen über das menschliche Gehirn, was wir noch lernen können. Now, you've all heard of the media bias website where they've got this picture that Elder Tess has shared with the movement. Ihr habt sicher all dieses Bild gesehen, was Tess auf den Medien geteilt hat. So someone perhaps can put that on the chat so that we have a reference point. Vielleicht kann das jemand bei uns hier in die Gruppe stellen, dass die Menschen wissen, worüber wir da sprechen. So I want to take some thoughts from an article. Ich möchte jetzt gewisse Gedanken nehmen, und zwar von einem Artikel. It was written 14 years ago in 2006. Und der Artikel wurde geschrieben 14 Jahre her, und zwar im Jahr 2016.
Und ich denke, das macht es zu einem modernen Artikel. It's by a news outlet called ABC News. Es heißt ABC News. Dieser Artikel wurde von ABC News veröffentlicht. If someone has that little graphic, that infographic, they can tell us where ABC News fit in the spectrum of reliable news outlets. Und dieses Bild, worüber Sie gesprochen haben, ist dieses Bild, wo man sieht, welche Medienströme der richtige Informationsstrom ist. Und vielleicht kann uns ja jemand sagen, wo sich ABC News auf diesem Bild oder auf dieser Grafik befindet. ABC News, where do they sit in this ABC News, wo sind sie auf dieser... Right wing? Are they unreliable? Which is sort of fake news, or are they reliable? Ist dieses ABC News, sind die links oder rechts? Kann man sich auf diese vertrauen? Sind das Fake News? Wo findet man es auf dieser Grafik? So, when I checked, it seemed to me that they were in the middle, and they were factually biased. So it was a factual, middle of the road news outlet, which would make them a reliable news outlet. Also als ich nachgeschaut habe, habe ich gesehen, dass sie so in der Mitte sind und dass sie daher und ziemlich faktisch, also tatsächlich sind, also auf Fakten basiert. Talks about the difference with women's brains and men's brains. Und dieser Artikel spricht über das Gehirn der Männer und das Gehirn der Frauen. Now, they say that people think that the brains of babies are like a clean sheet of paper, blank. Und sie Sie sagen, dass viele Leute denken, dass bei Babys das Gehirn so wie ein weißes Blatt ist, aber dass das nicht richtig ist. Und eben sie sagen, dass das eigentlich nicht richtig ist. Und es sind spezifische Testosterone that have already shaped the brain circuitry even at birth. Und dass es eben diese zwei Hormone sind, ich weiß nicht genau, wie die heißen, die das Gehirn schon formen, wenn sie Babys sind. Diese Idee then began to blossom into this theory that there was the female brain and the male brain. Fängt dann an aufzuzeigen, dass es eben diese Idee gibt, dass es dieses männliche Gehirn hat und dieses weibliche Gehirn. In fact, research showed eigentlich hat that when the child was in its mother's womb, tatsächlich hat die Recherche gezeigt, dass wenn das Kind im Bauch der Mutter ist, und wenn du dann das Kind sozusagen betrachtest, wenn es etwa 2 Monate alt ist, also man ist 2 Monate schwanger, wenn man sich dann das Gehirn des Babys anschauen würde, dann wären sie genau gleich. Und wir würden sagen, das sind alles weibliche Gehirne. Und was dann passieren würde, that in some babies testosterone would begin to surge in these babies. Dass dann in Pump. Flood. Das ist schwierig. Dass das Baby dann sich sozusagen verändert. So there was this flood of testosterone in some of these babies in the womb. Also da gibt es diese Flut von Testosteron, ich weiß nicht, wie man das im Deutschen sagt, beim Baby. And in the baby that had this
surge of testosterone, they became boys. Und in diesem Strom des Testosterons, ich weiß nicht, wie man das sagt, wurden sie dann Jungs. And that this testosterone then began to shape or mold the brain of the boy in a different way than the brain of the girl in the womb. Und dass dieser Testosteron, ich weiß nicht, wie man das sagt, hat dann dieses Gehirn des Mädchen oder eben des Jungens geformt, unterschiedlich zu Mann und Frau. So by the time two babies are born, a boy and a girl, also wenn dann diese zwei Babys geboren sind, ein Junge und ein Mädchen, there are already subtle differences in their brain structure. Dann gibt es schon sehr festgesetzte Unterschiede zwischen ihren Gehirnstrukturen. And during the first few months, und into the first 2 years of a baby's life, und während den ersten paar Monaten in einem Leben von einem Baby, each child would continue to pump those hormones throughout their bodies, and they would migrate obviously into their brains. Und dass diese Hormone dann immer noch, wenn sie heranwachsen, in ihre Gehirne reingehen und dass sie dann, dass es immer noch das Gehirn verändert. So the girls get high levels of estrogen and the boys get high levels of testosterone at a very young age. Und also die Mädchen bekommen sehr viel Östrogen und die Jungs d'hormones, d'oestrogène et les garçons une grande quantité de testostérone. Ah ja, und die Jungs von Testosteron. The plastic brain is affected by two things. Und erinnert euch, das plastische Gehirn ist beeinflusst von zwei Sachen. Internal and external. Intern und extern. And a couple of decades ago, when this research began to become mainstream, und ein paar Jahrzehnte zuvor, als dieses Thema sozusagen sehr veröffentlicht wurde, the focus seemed to be on the internal issues. Da war der Fokus auf den internen Themen. Because what people could clearly see was that girls and boys were different. Und was die Leute ganz klar sehen konnten, ist, dass Mädchen und Jungs unterschiedlich waren. And the differences began to occur at a very young age. Und die Unterschiede konnte man schon bei einem sehr jungen Alter sehen. So scientists began to ask why. Und somit haben Wissenschaftler angefangen zu fragen, wieso. And their focus turned to the points that I've just made. Und der Fokus hat sich dann darauf fokussiert, mit diesen hormonellen Veränderungen, die wir ja schon besprochen haben. They would begin to explain the differences which could clearly be seen between boys and girls. Und sie werden die Unterschiede erklären, welche ganz klar zwischen Mädchen und Jungs gesehen werden können. So I'll give an example of what they observed. Ich gebe euch jetzt ein Beispiel, was sie beobachtet haben. The reason why little girls play better together. Der Grund, wieso das kleine Mädchen besser zusammenspielen, is because of the way their brains are wired. Ist, weil ihre Gehirne in einer gewissen Art und Weise sind. Verbal abilities using their mouth at a younger age. Sie haben bessere verbale Fähigkeiten, also dass sie ihren Mund benutzen können, an einem jungen Alter. They're better at sharing toys. Und sie sind besser, dass sie besser Spielzeuge teilen können. And they compared all of this to boys. Und sie haben all das auch dann noch mit Jungs verglichen. And everybody could see, of course, boys and girls are different. Und dann konnte jeder sehen, natürlich sind Jungs und Mädchen unterschiedlich. Why? Wieso? It's clear that these hormonal differences are what is driving the difference between the boys and the girls.
Es ist klar, dass es diese hormonellen Sachen sind, die den Unterschied machen zwischen Mädchen und Jungs. Now, at the same time this research was happening, Aber another medical breakthrough happened. Zur gleichen Zeit, als diese Recherche getätigt wurde, ist ein anderes medizinisches Ereignis passiert. This is in the 90s. Das ist in den 1990ern. Around that kind of time, In dieser Zeitperiode, powerful brain scanning technologies were invented. da wurden angefangen, kraftvolle Gehirnscans vorzufinden. Also die haben Gehirn And they used gescannt. these, imaging techniques to see the differences, to map the differences between men and women, boys and girls. Sie haben angefangen, diese Technologie benutzt, um den Unterschied zwischen Mädchen und Jungs herauszufinden. And they saw significant differences between the genders. Und sie haben ganz entscheidende Unterschiede gesehen zwischen diesen And Geschlechtern. like people who have got blinkered vision, Und wie Menschen, die eine sehr festgesetzte Art und Ansichtsweise haben, wollten nach der Ursache schauen. and the obvious one was the hormonal differences. Und der offensichtliche Grund dafür war diese hormonellen Unterschiede. Now, a subject that I've spoken on at length before, Jetzt previously, über ein Thema, das ich schon bereits zuvor gesprochen hatte, is that a human brain is plastic at 2 points in a person's life. ist, dass ein Gehirn plastisch ist an 2 Zeitphasen in einem Leben von einem The Menschen. first I've already spoken about just now, Und for the first few years of life. die erste Phase, da habe ich schon darüber gesprochen, das sind die ersten paar Jahre des Lebens. And what's driving those changes are these hormones. Und was diese Veränderung verursacht, ist, diese Veränderung entsteht durch die So you Hormone. can all guess when the second plastic stage of the human brain occurs. Und somit könnt ihr erraten, wann der zweite plastische Moment des Gehirns ist. It's during puberty, Es ist während der Pubertät. or what we would just call when a child comes into their teenage years. Oder wir würden es auch nennen, wenn ein Kind in seine Teenagerjahre kommt. So when a child or a human hits their teens, there's another explosion in hormonals, in a hormonal response, the hormones that Also, surge through your body. wenn ein Kind in seine Pubertät kommt, in die Teenagerjahre, dann verändern die Hormone auch nochmal das Gehirn. And these hormones are able to reorganize brain circuitry. Und diese Hormone, denen sind es möglich, das Gehirn zu verändern oder das System des Gehirns. Which is where the term plastic brain comes. It's the plasticity or the changeability of the brain. Und daher kommt dieses Wort, das plastische Gehirn. Das heißt eben, dass das Gehirn noch veränderbar ist. Because puberty occurs at different times between the two genders, Und weil die Pubertät an unterschiedlichen Alterszeit kommt, also die einen werden früher in die Pubertät und die anderen später, je nach Geschlecht auch. changes, the rewiring of the brain occurs at different times between the two genders. Man sieht, dass diese Veränderung des Gehirns in 2 unterschiedlichen Zeitperioden je nach Geschlecht passiert. Now, there is truth that these hormonal changes do create differences in the genders.
Und da gibt es Wahrheit auch darin, dass diese hormonellen Änderungen stattfinden und einen Unterschied machen zwischen den Geschlechtern. Aber wie mit vielen Sachen in der Wissenschaft ist das nur die Hälfte der Geschichte sozusagen. Now, what I've just been discussing is science that is at least 20 years old. Und worüber wir jetzt gerade gesprochen haben, ist Wissenschaft, das etwa mindestens 20 Jahre alt ist. Und wenn ich es jetzt folgenderweise sagen kann, zurück in den Tagen, it was a man's world. Da war es eine Männerwelt. Everybody saw things from, I want to say, a male perspective. Alle haben die Sachen sich betrachtet, und zwar von einer männlichen Perspektive. Or a gendered perspective. Oder einer geschlechtlichen Perspektive. And the main thing that, if I can say it this way, creates this embryo into a boy or a girl is just hormones. Und die Hauptsache, die eigentlich dieses Embryo verändert und dann ein Mädchen oder ein Junge entsteht, sind die Hormone. Und ich weiß, das ist wissenschaftlich einfach. But I think it's scientifically correct enough for our purposes. Aber ich denke, es ist wissenschaftlich genug jetzt für unseren Zweck. So what scientists would do is whenever they see a difference between a boy and a girl, they would direct that difference to the hormones. Also wenn auch immer die Wissenschaftler nun einen Unterschied herausfinden über einen Jungen oder ein Mädchen, dann werden sie das zurückführen zu den Hormonen. So as a teenager, also als ein Teenager, why do boys think more about sex than girls do? Wieso denken denn Jungs mehr über Sex nach als Mädchen? What they would do, was sie tun würden, scientists would go and look at the brain of these teenagers and notice differences. Wissenschaftler würden sich die Gehirne von Mädchen und Jungs anschauen und Unterschiede bemerken. So they'd look at parts of the brain. Und somit betrachten sie sich gewisse Abschnitte des Gehirns. For instance, the amygdala. Zum Beispiel die Amygdala. Ich weiß nicht, wie man das im Deutschen sagt. Amygdala. And they would see that the amygdala, it's a small part of the brain, is a different size between boys and girls. Und sie würden sehen, dass dieses Amygdala, das ist ein kleiner Teil des Gehirns, dass der unterschiedliche Größen hat bei Mädchen und Jungs. And they would see that the testosterone, und sie würden sehen, dass der Testosteron creates or triggers the change in the amygdala. Die Veränderung in den Amygdala machen würden. So boys think about sex 24/7 and girls do not. Also Jungs denken über Sex 24/7 nach und Mädchen nicht. And they put all of this down to the size of the amygdala of a teenager. Und sie tun das alles bestimmen mit dieser Größe der Amygdala in dem Gehirn eines Teenagers. And they looked at other metrics between boys and girls, between genders, and put it down to brain structure. Und sie haben noch unterschiedliche Unterschiede gesehen zwischen Mädchen und Jungen, und das haben sie gesehen mit dieser Struktur des Gehirns. So why is it that teenage girls are generally cleverer, more academically brighter than boys? Wieso ist es denn, dass Mädchen in dem Alter von Teenagern sehr viel schlauer sind und besser erzogen sind, bessere Bildung haben? Und der Grund, wieso dass sie sagen, wieso dass das so ist because of the wiring that
the female brain has compared to the male brain. Ist wegen dem Unterschied zwischen dem weiblichen und des männlichen Gehirns. And they put that down to the changes in hormones. Und sie tun das zurückführen auf die Veränderungen des Gehirns, And we could go der through many Hormone. different points that were seen in this early history. Und wir könnten durch sehr viele Punkte hindurchgehen, wo wir diese Punkte sehen könnten in der Geschichte. Now, subsequent to this, Jetzt neben there has been new research. und daneben, da gibt es jetzt noch neue Now, I don't Erkenntnis. normally give the names of books or scientists, Normalerweise gebe ich nicht die Namen von Büchern oder von Wissenschaftlern, but I'm going to in this situation. aber in diesem Fall werde ich das jetzt tun. Now, this is not a recommendation to go and buy this scientist books. Das ist jetzt aber nicht ein Vorschlag, dass man dieses wissenschaftliche Buch kauft und dann liest. So don't look at this as a recommendation Also, to study this scientist's material. Tut euch jetzt das nicht anschauen, dass ihr dieses Material studieren sollten. Das ist jetzt nicht eine Aufforderung dazu. Now, this scientist, her name is Gina Rippon, Dieser Wissenschaftlerin heißt Gina Rippon and she's a brain scientist. und sie ist ein And she Gehirnswissenschaftlerin wrote a book called The Gendered Brain. und sie hat ein Buch geschrieben namens das geschlechtliche Gehirn, also And in fact, Yeah. the purpose of her book, und ich denke, der Grund oder der Zweck von ihrem a Buch, brain scientist is a neuroscientist, but that's the technical term. ein Gehirnwissenschaftler ist ein And this Neurolog scientist has begun to shatter the myth of what people call the gendered brain. und dass die Leute, She broke the myth. sie hat die Mythe sozusagen gebrochen, dass es ein geschlechtsspezifisches Gehirn gibt. She says it's wrong to ask the question, what's the difference between the male brain and the female brain? Sie sagt, es ist falsch zu fragen, was ist der Unterschied zwischen einem männlichen Gehirn und einem weiblichen Gehirn. It's a bad Das ist question. eine schlechte Frage. It's not because there aren't differences, Es ist nicht, weil es da keine Unterschiede gibt, but if you look at her research, aber wenn du dir ihre Recherche you can anschaust, guess where her research focuses. dann kannst du dir vorstellen, auf was sich ihre Spezialisierung liegt. Without looking, without knowing, Ohne nachzuschauen und ohne es zu wissen, where do you think her research is focused? wo denkt ihr, dass ihre Recherche fokussiert ist? I've already given you all the answers. Ich habe euch all the bereits clues. all die Antworten gegeben und all die Hinweise. I don't know if anybody can think. Ich weiß nicht, ob jemand das denkt. Okay, so someone has said hormones. Also jemand hat jetzt gesagt Hormone. Now, remember, this is a subject of Bible prophecy we're dealing with. Erinnert euch, das ist ein Thema der biblischen Prophetie, wo wir jetzt damit umgehen. And when you consider something, there are two elements that you should consider. Und wenn ihr das betrachtet, dann solltet ihr zwei Elemente mit einbeziehen. Two influences. Zwei Einflüsse. What are they? Was sind das für Einflüsse? Internal Intern and external. und extern. Good. All the research that we just spoke about before Über all was internal. diese Wissenschaft und diese Sachen haben wir gesprochen und das war alles intern. So you can guess where her research focused on. Und da kannst du jetzt mal erraten, wo ihre Recherche herkommt. So she created new experiments Sie hat ein to show neues the following. Experiment gemacht, um das Folgende zu zeigen. That
external influences dass externe had a much greater effect upon the human brain than the internal one. Dass die externen Einflüsse viel größere Einflüsse haben auf das Gehirn als die internen. And when you've got very young children, und wenn du sehr junge Kinder hast, which you think are a clean sheet of paper, welche du denkst, dass sie ein klares weißes Blatt sind, that haven't been, and I'm going to say it this way, that have not been corrupted by the world, welches noch nicht sozusagen kaputt gemacht worden ist von der Welt oder korrupt gemacht, because they're in a protective environment we call the family, weil sie noch in einer beschützenden Umgebung sind, welches wir die Familie nennen, that the only thing that can affect them is these internal differences. dass die einzige Art und Weise, was sie beeinflussen können, diese Hormone sind. And she began to change our thinking on this issue. Und sie hat angefangen, unser Denken in diesem Thema zu verändern. Sexism is so ingrained in every single one of us. Sexismus ist so in uns hereingedrillt, dass, ja, When you have a baby, und wenn du ein Baby hast, boy or girl, Mädchen oder Junge, almost from day one, you begin to treat them differently. fast schon von Tag 1 tust du dieses Kind anders behandeln Now you might oder think unterschiedlich behandeln. Und du möchtest jetzt denken, that dressing them differently dass wenn man sie unterschiedlich ankleidet, with different colors, mit unterschiedlichen Farben, pink for a girl, blue for a boy, pink für ein Mädchen, blau für ein Junge, you think, how can that change the baby's brain? und du denkst dir, wie kann denn das Gehirn des Jungens ändern oder des Kindes ändern? How can a baby have consciousness that, oh, I'm wearing blue, so I should be different? Wie kann ein Baby denn erkennen, oh, ich trage blau und jetzt bin ich unterschiedlich als das Mädchen zum Beispiel? So my question is, Also meine Frage ist nun, if the baby wears blue or pink, wenn das Baby jetzt nun pink oder blau trägt, does it affect the brain? tut das Gehirn verändern The answer is, oder beeinflussen? Die Antwort ist, the answer is yes. die Antwort ist ja. But not the baby's brain. Aber nicht das Gehirn des Babys. So Sister Anna, Sister Natalie, you got it right. It doesn't change the baby's brain. Schwester Anna und die andere Schwester hat es richtig. Es verändert nicht das Gehirn des Babys, sondern das Gehirn von wem verändert es? Sister Anna, whose brain does it change? Schwester Anna, welches Gehirn verändert es? Good. Gut. The parent's brain. Das Gehirn der Eltern. And you may not realize it. Und du magst es jetzt vielleicht nicht realisieren. It changes the parents, the uncle, the auntie, the grandmother, the friend. All the people around this baby, their brains get changed. Es verändert das Gehirn der Eltern, der Tante, den Freunden, von allen. Von allen werden die Gehirne verändert. What I mean is this. Und was ich damit meine, ist das Folgende. You have different expectations. You treat differently the baby depending on what gender it is. Und du hast verschiedene Erwartungen, unterschiedliche Erwartungen von dem Baby. Und zwar, es kommt darauf an, was für ein Geschlecht dieses Baby hat. I'm going to change it to sponge. Ich habe jetzt gesagt, es ist ein plastisches Gehirn, aber ich werde sagen, es ist ein Gehirn wie ein Schwamm. These brains are like sponges. They take in everything. Diese Babys sind wie Schwämme und sie nehmen alles auf. Sie saugen alles in sich auf. Ils prennent tout. Ils prennent tout. Ils absorbent, voilà, ils absorbent tout. The wiring, the connections that are made at a very young age,
grow exponentially. Und die Veränderungen, die oder die Verbindungen, die wachsen immer weiter. They learn things at a rate that I think many of us just cannot imagine. Sie lernen sehr viele Sachen und die meisten von uns können uns gewisse Sachen gar nicht vorstellen. You know, it's a miracle, the ability just to speak. Es ist sogar schon nur ein Wunder, dass man sprechen kann. And all of us can do it. Und alle von uns können es tun. And at a very young age, und von einem sehr jungen Alter aus, babies understand grammar. Verstehen Babys die Grammatik. And they've never been to school. Aber sie waren noch nicht mal in der Schule. They understand tense, past tense, present tense, future tense. Sie verstehen Vergangenheit, Zukunft und Präsenz. They learn all of these things, and I'm going to say, we don't know how. Und sie lernen all diese Sachen und ich werde jetzt mal sagen, wir wissen nicht wie. The simple answer would be through observation. Die einfache Antwort wäre durch Beobachtung. Brother Philip, a few years ago, did a really interesting series of presentations. Ein paar Jahre zuvor hat Bruder Philipp eine sehr spannende Serie gemacht über diese Präsentation, über dieses Thema, und zwar über Biodynamiken. How the human body understands complex physical equations. Wie der Mensch physische Sachen komplexe physische Sachen versteht, ohne dass er überhaupt zur Schule geht. How the human being does this is still a mystery. Und wie der Mensch das tut, ist immer noch ein Wunder. And what this scientist, Und was dieser Gina Rippin, diese Wissenschaftlerin Gina Rippin, what she began to see, was sie angefangen hat zu sehen, was that the differences in the way children are treated is what created what we would call the gendered or the male and female brain. Und dass die Art und Weise, wie diese Kinder behandelt werden, das ist, wie wir es nennen, die geschlechtsspezifisches Gehirn. We now know und jetzt wissen wir, that your genes, dass deine Gene, which scientists used to think were fixed and determined at birth, wo die Wissenschaftler gedacht haben, dass diese bestimmt sind an deiner Geburt und festgemacht, technically at conception, technisch gesehen ein Konzept, not fixed, sind eigentlich nicht festgesetzt. That they are manipulated and changed by our environment. Eigentlich werden sie manipuliert und verändert durch unsere Umgebung. And that is a frightening conclusion. Und das ist eine angsterregende Schlussfolgerung. The thought that the way you go through life can actually change your DNA, your genes. Dass die Art und Weise, wie du durch dein Leben durchgehst, eigentlich deine Gene verändern kannst. I know DNA and genes are not exactly oder deine DNA, ich weiß, dass DNA und die Gene nicht das gleiche ist, aber ich habe das jetzt einfach als Synonym benutzt. So, what recent research is showing us, also was kürzlich oder neuliche Forschung gezeigt hat, sie würde es die folgende Art und Weise sagen: Science has moved on. Forschung ist weitergegangen oder Wissenschaft. We're in the 21st century, not the 20th century. Wir sind im 21. Jahrhundert und nicht mehr im 20. Jahrhundert. And we need to keep up with
cutting-edge science. Und wir müssen weitergehen mit dieser Wissenschaft. That it's the environment that creates what we would call the gendered brain. Dass es die Umgebung ist, die, wie wir es nennen, die geschlechtsspezifisches Gehirn verursacht. Das ist das, was ihre Recherche gezeigt hat. Now, the reason why this is significant Der Grund, wieso das wichtig ist, oder sehr wichtig, is because it should change the way we look at a boy or a girl. Ist das, weil es unsere Art und Weise verändern sollten, wie wir uns Menschen betrachten. Every single one of us. Jeder einzelne von uns. Obviously we're either male or female. Offensichtlich sind wir entweder Mann oder Frau. But we all know other people. Aber wir wissen oder wir kennen alle andere Leute. And if you have a wrong perspective on this issue, und wenn du eine falsche Perspektive hast über dieses Thema, especially if you interact with young people, und speziell wenn du da mit jungen Leuten redest oder zusammen bist, zum Beispiel wenn du ein Elternteil bist, you should be afraid. Dann solltest du Angst haben. You should be afraid of yourself. Du solltest vor dir selber Angst haben. Of the constant damage that you are doing to your child or the young people in your sphere of influence. Und zwar diese konstante Sachen, die du kaputt machst um dich herum, an diesen jungen Leuten. Denn ich denke, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten, die sich die Präsentation jetzt anschauen, im 20. Jahrhundert leben. Um es jetzt einfach zu sagen, you actually believe that the brain of a boy and the brain of a girl are fundamentally different. Ihr denkt nämlich, dass das Gehirn eines Mädchen und das Gehirn eines Jungens fundamental unterschiedlich sind. That the wiring is connected to their gender. Dass die Art und Weise, wie sie sich verhalten, in Verbindung steht mit ihrem Geschlecht. And in fact, it's not the environment, the way you bring up your children or the way you interact with these young people that is making the difference. Und eigentlich ist es aber die Art und Weise, wie du dein Kind aufwachsen lässt, die Art und Weise, was der Unterschied macht zwischen den Mädchen und den Jungs, zwischen dem Gehirn des Mädchen und den Jungs. Also es geht um die Umgebung, wie sie aufwachsen, wie du sie behandelst. Now I've said the 20th century. Jetzt, ich habe schon gesagt, das 20. Jahrhundert. But this concept of the gendered brain is centuries old. Aber dieses Konzept des geschlechtsspezifischen Gehirns ist Jahrzehnte oder Jahrhunderte alt. And every single one of us is guilty by association. Und jeder von uns ist schuldig von dieser Anordnung. If I take you to a Bible verse, ich nehme euch jetzt zu einem Bibelvers. Deuteronomy 22 verse 5. 5. Mose 22 Vers 5. We all know what the verse says. Wir wissen alle, was dieser Vers sagt. It says there's a difference between men and women. Und da sagt es, da gibt es einen Unterschied zwischen Männern und Frauen.
it promotes the gendered brain. Es tut dieses geschlechtsspezifische Gehirn fördern. Nämlich Männer sind Kämpfer. Women Und Frauen, women should stay at home and look after the children and not get into trouble. Frauen sollten zu Hause bleiben und sich um die Kinder kümmern und keine Probleme kriegen. When you kill your enemies, Wenn du deine Feinde tötest, do away with all the soldiers, dann tut alle Soldaten weg kill the boys, und töte die Jungen, and keep all the virgin girls. aber all die jungfräulichen Frauen behalte die. Every single one of us listening to this conversation believed that was correct. Jeder von uns, der dieser Konversation jetzt hier zuhört, hat geglaubt früher, dass das so richtig ist. And whether you appreciate it or not, Und ob du es jetzt magst oder nicht, changing your own worldview deine eigene is not easy. Weltanschauung zu verändern, ist nicht einfach. And the problem is, we are learning in real time. Und das Problem ist, wir lernen in der richtigen Zeit. And we are teaching our young ones, our children, Und wir lehren unseren Jungen, unseren Kindern, whilst at the same time learning these truths for ourselves. währenddem wir für uns selber diese Wahrheiten lehren. And it's certain that we are promoting, we are inculcating, even today, in our children, this gendered brain. Und ich denke, dass wir aber trotzdem immer noch in unseren Kindern dieses geschlechtsspezifisches Gehirn einprägen. I say this in a flippant way, in a, joking way. Ich sage das jetzt sozusagen in einer lustigen Art und Weise. You shouldn't get married unless you have a degree in psychology. Du solltest nicht verheiratet werden, wenn du nicht eine gewisse Ahnung hast von Psychologie. And you shouldn't have children unless you have a degree in neuroscience. Und du solltest keine Kinder haben, wenn du kein neurologischer Wissenschaftler bist, sozusagen. Simply put, the point I want to make Der Punkt, den ich eigentlich machen will, is that too many of us are woefully uneducated on these issues. ist, dass zu viele von uns nicht richtig erzogen oder gebildet sind in diesem Thema. And you end up getting hurt yourself and damaging others. Und du fängst damit an, dich selber zu verletzen und andere zu zerstören. It's so easy to look at the evidence, what you see before you. Es ist so einfach, dir den Beweis anzusehen, und zwar ist es das, was du vor dir siehst. And how does that phrase go? You Und can remember. wie geht dieser Satz? Könnt ihr euch erinnern? Fast brain. Das schnelle Gehirn. What you see is all there is. Can anybody remember how Kann it sich goes? jemand daran erinnern, wie geht dieser Satz? Okay, I'm going to beat everyone to it. Ich werde jemandem allen helfen. I'll do the first bit then. Ich mache den ersten Satz. What you see, What you see, was du siehst, good, is all there is. ist alles, was es da gibt. You see a baby, Du siehst and you ein see Baby hormones. und du siehst Hormone. That's all there is. Das ist alles, was es dazu gibt. And you end up making wrong conclusions. Und du endest damit, dass du falsche Schlussfolgerungen ziehst. It
takes a thinker. Es nimmt einen Denkanstoß. Someone who thinks. Oder es braucht jemanden, der denkt. To say, hold on, let's consider this carefully. Und er sagt, warte mal, lasst uns das vorsichtig anschauen. It's not surprising that it took a woman to figure this out. Und es ist nicht überraschend, dass es eine Frau gebraucht hat, um das herauszufinden. Why do I say that? Und wieso sage ich das jetzt? Because women are better than men? Weil Frauen besser sind als Männer? Cleverer than men? Schlauer sind als Männer? No. Nein. The reason is Der Grund ist, because of this woman's life experience. es geht darum, weil diese Frau gewisse Lebenserfahrung hat. The experiences that she went through Die Erfahrungen, die sie durchgangen ist, or guided her into this field of scientific endeavor. hat ihr geholfen, in diese wissenschaftliche Schlussfolgerungen zu ziehen. Now you remember, Jetzt ihr erinnert euch vielleicht, these scientists 2 decades ago were saying the following. diese Wissenschaftler haben 2 Jahrzehnte zuvor Folgendes gesagt. The boys have got big amygdalas and therefore they're sex crazy. Die Jungs haben große Amygdalas, das ist ein Teil des Gehirns und sind deswegen sexverrückt. Dr. Rippon said the following. Und Dr. Rippon hat das Folgende gesagt. Once the differences in brain sizes were accounted for, Wenn diese Unterschiedlichkeiten, once the differences in brain sizes was considered, als diese Unterschiede des Gehirnsgrößen betrachtet the wurde, well-known sex differences in the key structures disappeared. When people started looking at the brains of boys and girls, als Menschen sich den Unterschied angeschaut haben zwischen Männern und Frauen des Gehirns, then the differences in sizes could be discarded. da könnte der Unterschied zwischen den Größen It was zur Seite found to gelegt make no worden. difference. Denn man hat herausgefunden, dass es gar keinen Unterschied gibt. It was time to abandon these age-old ideas. Und es wurde dann Zeit, diese alten Ideen wegzutun, beiseite zu legen. That there are differences between the brains of men and women. Und zwar, dass es da Unterschiede gibt zwischen den Gehirnen von Männern und Frauen. So there are no significant differences based upon gender between the brain of a man and a woman. Also da gibt es keinen Unterschied zwischen den Gehirnen von Mann und Frau, basierend auf deinem Geschlecht. Also es gibt kein geschlechtsspezifisches Gehirn. It takes thousands, millions of small exercises Es or braucht small experiences tausende Experimente oder that a child will go through throughout their life Erfahrungen, wo ein Kind durchgehen muss in ihrem Leben, that molds a child's brain. welches das Gehirn von einem Kind beeinträchtigt. So, as an example, Also jetzt als ein Beispiel, boys may be given Lego, den Jungs wird zum Beispiel Lego gegeben Lego is Danish, und Lego ist dänisch and others might be given Meccano, and I believe Meccano is French. und anderen würde vielleicht Meccano gegeben, das ist vielleicht französisch. Das ist eine andere Marke von Spielzeug, soviel ich weiß. But generally, girls won't be given those types of toys. Aber normalerweise wird den Mädchen nicht solche Spielzeuge geben. Lego is clever. Lego ist nämlich schlau.
So they don't want to have half the market, they want the complete market. Also sie wollen nicht diese halbe Marke haben, sondern die ganze Marke. So they began to feminize Lego. Und somit haben sie angefangen, Lego zu feminisieren. So male-leaning Lego and female-leaning Lego. Und somit hast du Lego für Mädchen speziell und Lego für Jungs speziell. So it's not going to help you just to have Lego, because you've probably heard this before. If you have a Lego construction toy, it helps brain development. Also ihr habt das vielleicht zuvor gehört, dass wenn man Lego hat, dass das hilft, das Gehirn weiterzubilden sozusagen. Aber das Problem ist, toy companies like Lego have weaponized their toys. Das Problem ist, dass diese Firmen, die Spielzeuge herstellen, haben diese Spielzeuge angepasst oder sozusagen bewaffnet. And I'm just going to say you have girl Lego and boy Lego. Und ich werde jetzt sagen, du hast jetzt eben dieses Mädchen-Lego und dieses Knaben-Lego, Jungs-Lego. Just an aside. Jetzt ein Seitenpunkt. I get asked often about the rights and wrongs of education. Ich werde oftmals gefragt, was richtig ist bei der Erziehung und was falsch bei der Erziehung ist. Surely it must be wrong to go into full-time education this late in Earth's history. Und sicher ist es falsch, Vollzeiterziehung zu haben in dieser Zeit der Geschichte. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. It's a distraction, it's a waste of time. Es ist eine Ablenkung oder So, eine Verschwendung von I Zeit. just want to give an example. Ich möchte jetzt ein Beispiel geben. A number of years ago, I don't know, maybe 2 decades, a very long time ago, Ein paar Jahre zuvor, das ist jetzt schon sehr lange her, there was a movie. da gab es einen Film. I think it was a British movie. Ich glaube, es war ein britischer Film, ein englischer Film. Can't remember the name of the movie. Ich I kann don't think I mich- even watched it. Ich glaube, ich kann mich nicht mehr an den Namen des Filmes erinnern, aber ich habe es vielleicht nicht mal But it geschaut. was about a taxi cab driver. Aber es ging um einen Taxifahrer. I think the movie was called something like The Knowledge. Ich glaube, der Film hat so etwas geheißen wie The Now, I Knowledge. don't know about other countries. Ich weiß nicht, wie das in anderen Ländern But in ist. London, if you want to be a taxi cab driver, Aber in London, wenn du ein Taxifahrer sein möchtest, those black cabs, diese schwarzen you have to pass Taxis, a very rigorous examination. musst du ein sehr schwieriges And it's not an examination to see if you can drive. Test durchgehen. Und das ist nicht ein Test, um zu sehen, ob du Auto fahren The kannst, examination is if you know your way around London. sondern der Test ist, ob du dich auskennst in London. So what these taxi drivers have to do Also was diese Taxifahrer nun tun müssen, is develop phenomenal memories. ist, dass sie phänomenale Erinnerung And that's brauchen. not enough. Und das ist aber nicht genug. They have to be able to work out the best way to get from A to B. Sie müssen den besten Weg herausfinden, um von A nach B zu They were the gelangen. human version of Google Maps before Google Maps was ever created. Sie müssen eine menschliche Version sein von Google Maps, bevor dieses Google Maps überhaupt erschaffen The wurde. reason I mention this Und der Grund, wieso dass ich das erwähne, is because scientists have done extensive research on taxi drivers from London. ist, weil die Wissenschaft eine sehr gute Forschung gemacht haben mit Taxifahrern aus London. Because of the rigorous entrance requirements for joining that profession. Weil diese Anforderungen sehr hoch sind, um diesen Beruf zu haben. And what they could show Und was sie aufzeigen konnten, is that a taxi driver who has been doing their job
ist das ein Taxifahrer, der seine Aufgabe gemacht hat seit einer langen Zeit. The structure of their brain is different to the structure of a normal person's brain. Ist, dass ihre Struktur des Gehirnes anders ist als die Struktur des Gehirnes eines normalen Menschen. What they could see, und was sie sehen konnten, is that this career choice, this training, ist, dass diese Wahl der Karriere oder dieses Training, dieser Kurs, hat das Gehirn verändert von diesen Taxifahrern. They had many more neural connections than the average person. Sie hatten viel mehr Verbindungen im Gehirn als die durchschnittlichen Leute. Let me put it this way. Lasst mich es wie folgt beschreiben. Biology is not destiny. Biologie ist nicht Destiny. That means if you were born a boy, you're not Schicksal. born a boy. Also wenn you're du not destined in a certain direction. Wenn du als ein Junge geboren bist, dann bist du nicht, dann ist das Schicksal nicht vorhergesagt sozusagen. Und zwar grundlegend auf deinem Geschlecht. It's clear. Es ist klar. This research is relatively recent. Und diese Forschung ist ziemlich neu. The external influences are much more significant than the internal. Dass die externen Einflüsse sehr viel wichtiger sind und mehr Einfluss haben als die internen. This is the reason why education is so important. Und das ist der Grund, wieso dass diese Bildung sehr wichtig ist. Because if you pursue a course of education, particularly higher education, it changes your brain structure. Denn wenn du eine Bildung machen möchtest, oder ein Studium, dann ändert das deine Gehirnstruktur. It's not about careers or money. Es geht nicht um Karriere. What job you would like to do. Es geht nicht um Karriere oder Geld oder welche Arbeit du tun möchtest. It's not that you won't finish your degree course before Jesus comes. Es geht nicht darum, dass du dein Diplom bekommst, bevor Jesus kommt. Academic education, academic rigor, Akademische Bildung changes your brain. Verändert dein Gehirn. And it changes it for the better. Und es verändert es zum Besseren. I'm not critiquing people who don't have degrees. Ich kritisiere hier nicht die Leute, die keine Auszeichnungen haben. But there is nothing good in an uneducated brain compared to an educated brain. Und da gibt es nämlich nichts Gutes in einem ungebildeten Gehirn im Gegensatz zu einem gebildeten Gehirn. It's false humility Es ist to think that uneducated people are better or nicer. Es ist eine falsche Einstellung zu denken, dass ungebildete Menschen besser oder netter sind. It's false humility. Es ist falsche Bescheidenheit zu denken. Every one of us should be inspired, hopefully be self-motivated to learn. Jeder von uns sollte inspiriert sein und motiviert sein zu lernen. This is not a call that everybody should go to university. Das ist jetzt nicht ein Ruf, dass alle jetzt zur Universität gehen sollten. I don't want to be misunderstood on that point. Und auf diesen Punkt möchte ich wirklich nicht missverstanden werden. But I do say every single one of us should make personal effort to continue our education, whatever age we are. Aber ich sage, dass jeder von uns persönliche Anstrengungen machen sollte, um uns zu erziehen und zu bilden. Now, a few years ago,
I began a series of studies on the nature of man. Ein paar Jahre her habe ich angefangen, eine Serie zu machen über das Thema der Natur des Menschen. And in that study, und in diesem Studium we spoke about the work of creation. Haben wir über dieses Werk der Erschaffung gesprochen. The instantaneous work of justification by faith. Dieses Werk der Gerechtfertigung durch Glauben. And what was missing in that study? Und was in diesem Studium gefehlt hat, if I can encapsulate it this way, wenn ich das jetzt in der folgenden Art und Weise erwähnen oder erklären kann, is the governing force in a human being. Der Wille ist die leitende Kraft in einem Mensch. We'll say it simply. Und wir werden es jetzt einfach sagen. Internal. Intern. Controls everything. Es kontrolliert alles. Dein Wille kontrolliert alles. But you must know that that's only half the story. Aber ihr müsst wissen, dass das nur die Hälfte der Geschichte ist. Now if I ask you what's missing, we all know. Und jetzt, wenn ich euch frage, was denn jetzt da noch fehlt, dann wisst ihr es alle. It's the Es ist external. Das Externe. Good. Gut. Instead of using the word external, the word I've used in the studies done this year, anstelle das Wort von extern benutzen, dieses Wort, das ich in den Studien dieses Jahres verwendet habe, is not external, ist nicht, dass es extern ist, sondern ich habe gesagt, es ist die Gewohnheit. Or body, oder der Körper, or as Sister Magda said, the outer man. Oder Schwester Magda hat gesagt, der äußere Mensch. The outer person rules. Der äußere Mensch herrscht sozusagen. The outer person controls everything. Die äußere Person kontrolliert alles. Which of course is only half the story. Welches natürlich nur die Hälfte der Geschichte ist. Now, we're coming back to babies. Jetzt, wenn wir zurückkommen zu Babys. What does Ellen White say about babies? Was sagt da Ellen White über Babys? Two things about babies. Sie sagt zwei Sachen über Babys. That control their life, their destiny, if I can say it that way. Und die kontrollieren ihr Schicksal sozusagen. What are the two things? Was sind die zwei Sachen? Spirit prophecy concept. Geist der Weissagung Konzept. Think internal, external. Denkt Always intern, internal, extern. Immer intern, extern. Okay, so education, I want to use an Ellen White word. She doesn't say education. Also Bildung, aber ich will jetzt ein Wort benutzen, das Ellen White häufiger benutzt. Nicht das Wort Bildung. Begins with C. Und das Wort fängt an mit C im Englischen. What's the external word that she uses? Was ist denn dieses externe Wort, das sie benutzt? What do you do with a garden? Was tut ihr denn mit einem Garten? Good, Brother Carl. Cultivated. Gut, Bruder Karl. Kultiviert. Cultivated. Kultiviert. What's the other one? What's the internal? Was ist das andere Wort? Was ist das interne Wort? Good. Inherited and cultivated tendencies. Internal, external. Kultivierte und also intern und extern. Und sozusagen die Erbschaft. And most of us think Und die meisten von uns whatever denken, you're born with, that's it. mit auch immer, was du geboren bist, das ist es. Let me see if I can find. Give me a second, I'm just looking for something. Also gebt mir eine Sekunde, ich hatte jetzt gerade einen Gedanken, ich schaue schnell was nach.
Yes. So, I was looking in the Old Testament, but it's in the New Testament. Also ich habe im Alten Testament Romans chapter 9. Also Römer Kapitel 9. Romans chapter 9. Römer Kapitel 9. What's that? Romans 9. Römer 9. Romains chapitre 9. Okay, someone tell me the verse. Jemand sagt mir jetzt den Vers, bitte. Which verse am I going to in Romans 9? Zu welchem Vers werde ich gehen in Römer Kapitel 9? Give you a chance to find it. Wartet, ich werde das jetzt finden. So, this idea of inherited things, diese Idee, dass es sozusagen durch die Erbschaft ist, seems to be something that people think is more influential than cultivated. Also kultiviert zu sein, da denken die Leute, dass es mehr so dieses Vermächtnis ist. Hat jemand den Vers gefunden? Too late. Zu spät. Verse 13. Vers 13, Römer 9, Vers 13. As it is written, wie auch geschrieben steht, Jacob I have loved, and Esau I have hated. Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. And that's before they even did anything. Und es ist bevor, dass sie sogar irgendetwas getan haben. Inherited. Sozusagen geerbt. Now when you go to Jacob and Esau, also wenn man zu Jakob und Esau geht, you might not agree with it this way. Dann seid ihr vielleicht damit jetzt nicht einverstanden. Why was one good and one bad? Wieso war denn einer davon gut und einer davon schlecht? Was it their inheritance? War es sozusagen ihr Vermächtnis? Or was it their experience, the cultivation? Oder war es ihre Erfahrung? I would argue the second. Ich würde das zweite mit dem zweiten argumentieren. Cultivated tendencies or experiences are so much more important for us to consider. Der Grund, wieso das kultivierte Ereignisse so sehr viel wichtiger sind für uns zu betrachten, it's because it's these things that change brain structure. Ist, weil es diese Sachen sind, die die Struktur des Gehirns verändern. We all know what habits are. Wir alle wissen, was Gewohnheiten sind. At least to, some degree. Auch wenigstens bis zu einem gewissen Grade. Und was ihr wisst, is that if you repeat the same task over and over again, dass wenn man eine Sache immer und immer wieder wiederholt und macht, the pathways that are created, dass diese Wege sozusagen, die erschaffen werden, oder ja, automatic or autonomous, dass die automatisch werden, dass man diese Sache automatisch immer und immer wieder macht. This wiring just happens in your brain. Und ihr denkt, dass diese Sache einfach in eurem Gehirn passieren, but your muscles also have memory. Aber deine Muskeln haben auch In your body, you have muscle memory. Auch deine Muskeln und in deinem Körper hast du allgemein die Erinnerung. The reason why education is so important Der Grund, wieso dass die Bildung so wichtig ist, is because it changes the way you see things. ist, weil es die Art und Weise, wie du gewisse Sachen siehst, ändert. I heard about an interview that happened. Ich habe über ein Interview gehört, das geschehen ist. And this university Und diese was interviewing potential mathematic students. Some people who were Und diese Universität hat gewisse Studenten interviewt, die potenzielle Mathematikstudenten sein sollten. who had already done high-level mathematics.
Und das waren Menschen, die schon bereits auf hohem Ebene Mathematik studiert haben. And they were training to be mathematics teachers at high school level. Und sie wollten auf der Highschool-Ebene Mathematiklehrer werden. So part of the interview process Und ein Teil dieses Interviewprozesses war auch, was for the candidates to give a testimony stroke explanation of why they should be selected onto the course to be a maths teacher. Und der eine Teil dieses Interviews war, dass diese potenziellen Mathematiklehrer sagen sollten, wieso, dass sie ausgewählt werden sollten. There were a number of students. Da gab es ziemlich viele Studenten. We'll say 7. Wir sagen jetzt mal 7. 6 of them were maths majors. Und 6 davon waren Mathematik, ich glaube professionell Mathematik. The 7th was an engineer. Und der 7. war ein Ingenieur. So the 7th is not a mathematician, but they're an engineer. Also der 7. ist nicht ein Mathematiker, sondern ein Ingenieur. And if you know engineering Und at a wenn high ihr, level, you know it contains a lot of mathematics. und wenn ihr das Ingenieurwissen ein bisschen kennt, dann wisst ihr, dass es auch viel Mathematik beinhaltet. So each was asked why they want to be a maths teacher. What have they got to offer? Jeder wurde gefragt, wieso willst du genau ausgewählt werden? Und ja. And the engineer, when it was that person's turn, Und said wenn the es, following. und wenn es dann zu diesem Ingenieur kam, wo er erklären musste, wieso dass er ausgewählt werden Look sollte, at the bridge. dann hat er gesagt, wenn Sie sich eine Brücke anschauen, Other people, when they look at that bridge, just think, oh, that looks attractive. dann denken gewisse Leute einfach nur, oh, diese Brücke sieht aber schön aus. But when the engineer looked at that bridge, Aber wenn der Ingenieur sich diese Brücke anschaut, they could appreciate the beauty in a way a normal person couldn't. dann könnte er diese Schönheit betrachten, wie eine andere Person es nicht machen They could kann. conceptualize why the wires or the beams were a certain size, a certain shape. Und sie könnten herausfinden, wieso dass diese Pfosten und wieso die Brücke eine gewisse Form hat und eine gewisse, wie es gewiss aussieht. And they could see that the reason why this bridge was aesthetically pleasing Und sie könnten sehen, wieso dass diese Brücke so schön ist, was not because it was created by an artist, war nicht, weil diese Brücke von einem Künstler gemacht wurde, it's because it was created by mathematical rules. sondern weil diese Brücke geschaffen wird durch gewisse mathematische Regeln. Only someone who had studied this Und nur and it had jemand, changed their brain der dies studiert hat und auch das Gehirn dadurch verändert wurde, could appreciate the true beauty of könnte this structure. die wahre Schönheit von dieser Struktur And betrachten far too und many of us schätzen. Und are not bringing up particularly our daughters or young women with this kind of mindset. viel zu wenige von uns bringen unsere Töchter und Frauen auf mit diesem Gedankengut. They're kept away from rigorous academic subjects. Sie werden sozusagen verschont von diesen Themen der Mathematik etc. und von diesen akademischen And Themen. so, over millennia, Und somit über das the Jahrtausende idea comes that kommt die Idee auf, women are not good at certain jobs. dass gewisse Frauen nicht gut sind für gewisse Arbeiten und Aufgaben. So, I want to go back to our question. Jetzt möchte ich zurückkommen zu unserer Frage. And I know I've spent
all of this Q&A on this issue. Und ich weiß, dass ich jetzt schon die ganze Stunde für dieses Thema benutzt habe. But I like this question because it gave me the opportunity to do something. Aber ich mag diese Frage, denn diese Frage hat mir die Möglichkeit gegeben, etwas zu tun. It gave me the opportunity to share with you the mistakes or the misconceptions that many of us still have. Denn es gab mir die Möglichkeit, euch zu zeigen, was für Missverständnisse gewisse Leute oder die meisten von uns haben. That it's nurture, not nature, that is important. Dass es nicht die Natur ist, die nurture, when you nurture something. Dass es die Nahrung ist, die wichtig ist, und nicht die Natur, die wichtig ist. Jemanden zu ernähren ist wichtiger als die Natur. So, Ellen White calls it cultivated, not inherited. Cultivation is more important than inheritance. Also in White nennt es, dass die Kultivierung wichtiger ist als die Erbschaft sozusagen. Is more important than nature. Nature is how you were born. Nurture is the experiences that you have. Die Natur ist, wie du geboren bist, und die Nahrung ist, wie dein Umfeld ist. Und dein Umfeld ist wichtiger, als wie du geboren wirst. And even in our movement today, und auch in unserer Bewegung heutzutage, even amongst the young people, auch unter den jungen Leuten, people like this idea of young people. Menschen mögen diese Idee des Jungsein oder jungen Menschen. There's this misnomer, da gibt es dieses Missverständnis, this belief, dieser Glaube, that women's brains are different to men's brains. Dass das Gehirn der Frau anders ist als das Gehirn des Mannes. And the only reason that is so, und der einzige Grund, wieso das so ist because women are brought up differently. Ist, weil Frauen anders aufwachsen als Männer. And it is so hard, und es ist so schwierig, out of this world and stop being part of the problem. Sich selber aus dieser Welt herauszuziehen und aufzuhören, in diesem Problem zu sein. So, going back to the question. Also wenn wir jetzt zurückkommen zu dieser Frage, I've always thought that girls mature earlier than boys. Ich habe schon immer gedacht, dass Mädchen früher reifer sind als Jungs. There is some truth in that. Und da gibt es eine gewisse Wahrheit darin. Because girls come to puberty before boys, generally speaking. Weil jetzt generell gesprochen Mädchen früher in die Pubertät kommen als Jungs. And what happens at puberty? Und was passiert denn an der Pubertät? Hormonal changes. Hormonelle Veränderungen. And so those hormonal changes, und somit, what happens at puberty? Was geschieht an der Pubertät? You get, someone's got their mic on? Jemand hat sein Mikrofon an. Gut, danke. Also du hast hormonelle Veränderungen. Und das ist diese Frage, die dieser Fragesteller fragt. Dass die hormonelle Veränderungen bei einem Mädchen früher geschehen als bei einem Jungen und dass somit ein Mädchen oder eine Frau früher reif ist als ein Mann. Second part of the question. Und die zweite Teil der Frage
Is it wise, therefore, for a boy to marry at the age of 22? Ist es somit weise, im Alter von 22 Jahren zu heiraten? To be honest, in the 21st century, Also, um ehrlich zu sein, im 21. Jahrhundert, I don't think it's wise for any 22-year-old to marry. da denke ich nicht, dass es weise ist für irgendjemand, der 22 ist, zu heiraten. Boy or girl. Mädchen oder Junge. And it's not just about the hormonal maturity. Und es geht hier nicht nur um die hormonelle Reife. There are many more important reasons why I think people should not marry at a very young age. Da gibt es noch ganz viel mehr Gründe, wieso dass Leute nicht heiraten sollten, wenn sie noch sehr jung sind. So, is there a maturity problem for a 22-year-old boy? Also gibt es da ein Problem für einen 22-jährigen Jungen, wenn mit der Reife? There may be a hormonal component. Vielleicht gibt es da einen einen hormonellen Bestand, also. But I would suggest for many young girls, there's also a maturity problem. Aber ich würde vorschlagen, dass für viele junge Mädchen auch es ein Reifheitsproblem gibt, sozusagen, dass sie noch nicht reif sind. It may not be hormonal. Und das ist jetzt vielleicht nicht hormonell, But it's based upon their environment. aber es ist grundlegend auf ihrer Umgebung. And if, like most young women, they have had a sexist upbringing. Und wie die meisten jungen Frauen eine sexistische Erziehung hatten, They're likely to get into a damaging relationship if they marry at such a young age. dann ist es ziemlich einfach für sie, in eine sexistische Beziehung zu kommen, oder schwierige Beziehung zu kommen mit diesem jungen Alter. So I'm hoping that answers the question Ich hoffe, das beantwortet die Frage about age of maturity and age where people should marry. über das Alter der Reife und das Alter, wenn die Leute heiraten sollten. Also Not wann die condemning people who marry Leute at a young heiraten age. sollten. Also ich tue die Leute aber nicht schlecht machen, die sehr jung heiraten. But I think they make their lives unnecessarily difficult. Aber ich denke, sie machen ihre Leben unnötigerweise schwierig. Elles sont entrées dans une période difficile qui n'était pas forcément nécessaire maintenant. Now I know each of us have our own unique experience. Ich weiß, dass jeder von uns unsere eigenen Erfahrungen haben. There are women amongst us who were encouraged to study. Es gab Frauen unter uns, die ermutigt wurden zu studieren. There are plenty of boys who were not encouraged Und es gibt to study. sehr viele Jungs, die nicht ermutigt wurden zu studieren. Our individual unique experiences Aber unsere individuelle Erfahrung do not negate the large-scale problem that we have in the movement and in the world. beeinträchtigte nicht dieses große They Problem. don't undermine or they don't change the problem. Sie verändern aber das Problem nicht, das wir hier in der Bewegung haben, aber auch in der Welt. And the other thing I wanted us to see, Und die andere Sache, die ich wollte, die wir sehen, even if you go to a reputable source, auch wenn du zu einer verlässlichen Quelle gehst, you have to look at when that information was being shared. dann musst du dir betrachten, wann diese Information geteilt wurde. I gave two reputable sources. Ich habe zwei verlässliche Quellen One angegeben. was ABC, Eine davon war das ABC which Nachrichten. was nearly 2 decades ago. The science was more than 2 decades old. Die Wissenschaft ist mehr als 2 Jahrzehnte alt. Une source de plus de 20 ans et une source scientifique de plus de 20 ans. The second one, I didn't give you the reference, but that was from The Guardian.
Die zweite Quelle war von The Guardian. Ich habe, ja. A British newspaper. Und das ist eine englische Zeitschrift, Which again is a reliable news outlet. welches nochmal eine verlässliche And that Quelle article ist. is much more recent. Und dieser Artikel ist viel neuer als der andere. And so it's not sufficient just to look at a reputable news source. Und somit hilft es nicht nur, auf eine verlässliche Zeitschrift zu schauen, You must look at the wider context. sondern du musst ja auch den weiteren Kontext betrachten. And if you're interested in this subject, Und wenn du in dieses Thema interessiert bist, each of us should be. und jeder von uns sollte das sein, Because I think most of us believe in the gendered brain. denn ich denke, die meisten von uns glauben an das geschlechterspezifische Gehirn. You know, I've heard people say things like the following. Und ihr wisst, ich habe Leute gehört, die Sachen wie folgt gesagt haben. I'm a woman, I can't read maps. Ich bin eine Frau, ich kann keine Karten lesen. Or when I'm driving, I don't know my left hand from my right hand because I'm a woman. Und wenn ich Auto fahre, dann kann ich die rechte Hand nicht von der linken Hand unterscheiden. And those are things I've heard in the movement, not in the world. Und diese Sachen habe ich in der Bewegung gehört, nicht in der Welt. All of us Alle von uns need to make sure we're on the right side of this issue. müssen sicherstellen, dass wir auf der richtigen Seite dieses Themas stehen. And that requires education, and most of us are not educated on this issue. Und dazu braucht man die Erziehung, die Bildung, und die meisten sind nicht in diesem Thema gebildet. I'm not saying you have to buy her book, Ich sage jetzt nicht, dass ihr Buch kaufen müsst, but if you're interested in her research, the name is Gina Rippon. aber wenn ihr interessiert seid in ihre Forschung, dann ihr Name ist Gina Rippon, Doktor, And she's a neuroscientist. und sie ist ein Neurologe. She's not the only person. Und sie ist nicht die einzige Person. There are other scientists Da gibt es who have natürlich done similar research to hers. noch andere Wissenschaftler, die das gleiche oder die ähnlichen Studien gemacht haben wie I ihre. mention her because her consumer book, I think, is a good source of information. Aber ich erwähne sie, weil ich denke, dass ihr Buch eine gute Informationsquelle ist. If you're connected to young women, Wenn ihr in Verbindung steht mit jungen Frauen in irgendeiner Art und Weise, on these topics, dann denke ich, dass ihr euch in diesem Thema bilden you can be sollt, influenced for good damit ihr einen guten Einfluss auf sie haben könnt. in a world filled with false information. Und zwar in einer Welt gefüllt mit falschen Informationen. As I say, I don't normally give the names of books. Und wie schon bereits gesagt, normalerweise gebe ich nicht die Namen raus von or particular Büchern scientists, oder spezifischen Wissenschaftlern, but this is one of the rare times that I chose to do it aber das ist eine der seltenen Zeiten, wo ich ausgewählt habe, dies zu because I tun, think it's a very accessible document. weil ich denke, dass es ein sehr It can help straighten out a lot of misconceptions that we have. gutes Dokument ist und es uns helfen wird, viele Missverständnisse aufzuklären, die wir haben. It's called The Gendered Brain. Und das Buch wird genannt The Gendered Brain, also das geschlechtsspezifische Gehirn. Und in Klammern sollte es sagen, This is nonsense das ist ein because there is no gendered Unsinn, brain. denn es gibt kein geschlechtsspezifisches Gehirn. And the sooner
that we in this movement recognize this. Und desto früher wir in der Bewegung das erkennen, dans ce mouvement, nous allons donc reconnaître cela. And begin to implement changes in our lives. Und anfangen, Änderungen in unserem Leben vorzunehmen, in the lives of our children, und zwar in den Augen von unseren the Kindern, better off everybody will be. desto besser würde es jedem von uns gehen. You know, I've seen girls Ich habe bereits Mädchen gesehen, as they've grown up, wie sie aufgewachsen sind. and I don't mean in my generation, I mean today. Und ich meine nicht in meiner Generation, sondern heute, As I've seen them over the years, wie ich sie über die Jahre hinweg gesehen habe, they're surrounded with what I will call girly toys. dass sie umgeben sind, wie ich es nennen würde, von mädchenhaften Spielzeugen, Dolls' houses, tea Puppenhäuser, parties, those types of things. Puppenhäuser, Barbies etc. Des maisons, des services de thé, bref, des choses comme ça. And they had very few toys that stimulate cognitive development. Und sie hatten wenige Spielzeuge, die das Gehirn sozusagen helfen, das Gehirn zu entwickeln. Hand-to-eye coordination. Oder ja, einfach für Koordination. These things are critical for brain development. Und diese Sachen sind wichtig für die Entwicklung des Gehirns. So, I'm Also. hoping we all have had some education on this subject. Ich hoffe, dass wir jetzt alle eine gewisse Bildung haben mit diesem Thema. That it's too simplistic to think that young boys shouldn't marry. Dass es zu einfach ist zu denken, dass junge Männer nicht heiraten sollten. Therefore, implying that it's okay for a young girl to do so. Und somit Schluss zu folgern, dass es für ein Mädchen okay ist, dies zu tun. I would say nobody should marry at a young age. It's not a wise option. Ich würde sagen, niemand sollte in dem jungen Alter heiraten. Das ist keine gute Option. And my closing thought is the following. Und mein Schlussgedanke ist der folgende. Culture is more important than inheritance. Kultur ist wichtiger als And I die know Erbschaft it's a struggle in sozusagen. French, Ich weiß, es ist but schwierig, es zu nurture übersetzen, is more important than nature. aber ich werde es jetzt so übersetzen. Die Art und Weise, wie man aufwächst und in welcher Umgebung ist wichtiger als die Art und Weise, wie man geboren wird. Pray. Lasst uns beten. Heavenly Father, Himmlischer Vater, we pray that you would guide and direct us. wir bitten, dass du uns führen und leiten wirst. Help us to understand not only how to bring up our children, Hilf uns zu verstehen, nicht nur, wie wir unsere Kinder aufwachsen lassen sollen, but to investigate how we were brought up. sondern auch zu untersuchen, wie wir aufgewachsen sind. Father, may each of us consider Vater, möge jeder von uns betrachten, our strengths and our weaknesses. unsere Stärken und unsere Schwächen. And whilst we know that there is a wide variation in our capabilities, Und währenddem wir wissen, dass es eine sehr große Variation gibt von unseren from Möglichkeiten, human to human, von Mensch zu Mensch, may we never believe mögen wir nie im Leben glauben, that a woman cannot run a business, dass eine Frau kein Geschäft führen kann, that she cannot read a map, dass sie keine Karte lesen kann, that she doesn't know her left hand from her right hand, dass sie nicht ihre linke Hand von der rechten Hand unterscheiden kann, that she cannot understand about finances dass sie Finanzen nicht verstehen kann and how to take and manage her future. und wie man ihre Zukunft organisiert.
whatever position of responsibility we have in the movement, was auch immer wir für eine Position haben in der Bewegung, as a man or a woman, als ein Mann oder eine Frau or as a parent, oder als ein Elternteil, may each of us möge jeder von take uns seriously diese Sache ernst nehmen, the work of undoing the damage das Werk, den Schaden zurückzumachen the sozusagen, wrong idea die falschen Ideen, that a woman's brain is different to a man. dass ein Gehirn von einer Frau anders ist zu einem Gehirn von einem Mann. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen.